Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing, diesmal mit der letzten Folge vom German Testing Day 2023 in Frankfurt. Heute bei mir zum Gast Thomas Kahl. Er ist Co-Autor vom Buch House of Agile Quality, das er zusammen mit Nico Liedl geschrieben hat. Ich habe das Buch selbst gelesen, als ich einmal fürs German Testing Magazin recherchiert habe und fand es einen schönen, leichtgewichtigen Einstieg in das ganze Thema agile Qualität, das einfach mal einen schönen Rundumschlag bringt, wie man in agilen Kontexten testen kann, worauf man achten muss, welche Rollen es gibt, welche Tools es braucht, welches Fundament man braucht, um so ein Haus zu bauen, welche Säulen es gibt und wie so ein Dach aussehen kann. Viel Spaß bei der Folge! Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Richie, danke für die Einladung. Ja, es freut mich sehr. Wir sind ja hier am German Testing Day. Ein bisschen wird gerade noch rundherum aufgebaut und du bist quasi der erste Gast hier live, der auch dieses Setting mit austestet. Das freut mich natürlich auch sehr, dass du hier bist. Wir kennen uns ja schon ein paar Monate, Jährchen fast schon. Wir haben schon ein bisschen was zusammen gemacht auch. Und ein Highlight, und deswegen bist du ja auch heute hier, ist das Buch House of Agile Quality. Ich halte es mal hier in die Kamera, die Audio hören es nicht, aber man sieht es hier immer schon. Ein Buch, das sich mit agiler Qualität beschäftigt. Und wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, dazu ein Buch zu machen? Ja, wie du wahrscheinlich auch weißt, aus leidiger Erfahrung, teilweise von vielen Projekten, Trainings, Workshops, die man so hat zu dem Thema. Wir haben es am Anfang in dem Buch auch in der Einleitung ein bisschen beschrieben. So diese Initialzündung kam tatsächlich in einem Hotel in Wien, als ich mit Nico Liedl, mit dem ich das Buch im Wesentlichen zusammen erdacht habe, sage ich mal, vom Konzept, wieder nach einem anstrengenden Trainingstag zusammen gesessen sind, bei einem Bierchen in der Lobby und uns Gedanken gemacht haben, wie schaffen wir es denn, den zweiten Tag da zu optimieren. Und so sind wir auf dieses Konzept mit dem Haus gekommen und aus der Euphorie raus ist dann direkt die Idee geboren, damals, ach komm, wenn wir jetzt das Konzept schon haben, dann lass uns auch direkt ein Buch schreiben. Das war so die Initialzündung. Dann sind, wie du ja weißt, viele Artikel gefolgt, sage ich mal, zu dem Konzept im German Testing Magazine. Und ja, so peu à peu sind wir dann zum Buch gekommen, erst mit der naiven Idee, ach komm, jetzt haben wir zu allen Bestandteilen hier einen Artikel veröffentlicht, lass uns die zusammen kopieren, dann haben wir ein Buch. Wir haben gelernt, es ist ein bisschen mehr notwendig, um ein Buch zu schreiben, als nur Artikel aneinander zu kleben. Aber das ist so in a nutshell die Kurzversion, wie wir dazu gekommen sind. Dazwischen, muss man sagen, lagen 6, 7 Jahre intensive Arbeit, das Konzept weiter zu verfeinern und vor allem auch anzureichern natürlich mit Projekterfahrungen bei unterschiedlichsten Kunden, die wir gesammelt haben. Mit ganz viel Feedbacks auch, die wir in Trainings und Workshops mit unseren Kollegen, aber auch extern eingesammelt haben und so das Konzept Schritt für Schritt einfach immer erweitert haben, verfeinert haben, verbessert haben letztlich, bis wir dann tatsächlich nicht nur die fixe Idee hatten, ein Buch zu schreiben, sondern auch das Gefühl, wir können tatsächlich einen substanziellen Mehrwert auch liefern und den Leuten damit auch helfen. Ja. Jetzt ist es ja das Haus of Agile Quality, das Haus der agilen Qualität. Erzähl mal, was bedeutet denn das Haus? Was ist denn das für euch, diese Metapher? Ja, die Metapher geht darauf zurück, dass wir ein einfaches Vehikel gesucht haben, um die verschiedenen Bestandteile, die notwendig sind, um Qualität in agilen Projekten umzusetzen, sage ich mal, zu erklären. Und ein Haus ist ein Konzept, sage ich mal, was erstmal jeder versteht. Und insgesamt ist es auch so aufgebaut vom Konzept, dass wir sagen, wir haben ein Fundament, das wir auch als Testfundament bezeichnen, klassische Methoden, sage ich mal, auch Reifegradmodelle, die da mit drinstecken und ähnliches, wo wir sagen, darauf fußt das Ganze. Und auf diesem Fundament aufbauend, es sind dann 3 Säulen. Einmal die Säule wir haben es Rollen genannt, wo im Endeffekt dieses ganze Thema drinsteckt. Mitarbeiterbefähigung, welche neuen Rollen habe ich denn in so einem agilen Vorgehen überhaupt? Ja. Wie schaffe ich es aber auch, meine organisatorischen Strukturen anzupassen, dass es tatsächlich zu einem agilen Vorgehen passt und nicht nur irgendwie drüber gestülpt ist, sage ich mal. Dann die zweite Säule Ansatz, die damit beginnt, die methodischen Auswahl zu treffen. Mit welchem Framework arbeite ich denn? Ist es Scrum? Ist es irgendein Skalierungsframework wie Safe, Less oder
Gibt ja 1000 mittlerweile fast. Aber daran hängt halt schon viel, welche Rollen sind da, wie ist das Grundsetup und wie und an welcher Stelle können wir auch die Testaufgaben am besten einphasen, zu welchen Rollen passen sie auch am besten einfach. Darauf aufbauen dann auch die Fragestellung, weil sowohl Nico als auch ich vorwiegend in sehr, sehr großen Projekten unterwegs sind, wo man klassischerweise mit 1, 2 Scrum-Teams nicht weit kommt, sondern das eher ein paar Dutzend sind in der Regel. Die Frage, was schaffe ich denn innerhalb von so einem Sprint, sage ich mal, innerhalb eines Teams zu testen und was muss ich eher so Cross-Sprint oder Cross-Team testen, um die Qualität End-to-End auch sicherzustellen. Ja. Und letzter Punkt in dieser Säule ist dann das Thema Change Management und einheitliche Sprache, haben wir es genannt. Aus der Erfahrung raus, gewachsen, wenn man so eine Transformation macht, es kommen ganz viele neue Worte dazu, es ändert sich viel. Irgendwie muss man festlegen, was verstehen wir jetzt zum Beispiel unter einem Entwicklertest, damit eben nicht Missverständnisse entstehen, gewollt oder ungewollt. Und in der dritten Säule haben wir das Thema Tools und unterstützende Maßnahmen drin. Also wirklich diesen eher technischen, prozessualen Charakter, beginnend mit der Auswahl des Testautomatisierungstools über das allseits beliebte Thema Testumgebungen und Testdaten bis runter dann zu dem Thema Orchestrierung im Sinne von einem DevSecOps-Ansatz auch. Und obendrauf unser Dach, das wir als Lean Quality Engineering Methoden bezeichnet haben, wo wir gesagt haben, naja, das eine ist so ein bisschen, wo der Fokus klassischerweise drauf liegt, auf das Thema Produktqualität, was wir als Tester auch gut können und gerne machen, sage ich mal. Das andere Thema, gerade im Rahmen von so einer agilen Transformation, ist aber vor allem auch das Prozessthema aus unserer Sicht. Und da haben wir sehr viel aus dem Lean-Management mit reingepackt an Methodiken, um zu gucken, wie schaffen wir es auch, die Prozesse stabil zu bekommen, nach so einer Transformation auch wieder auf einen Reifegrad zu bekommen, dass man sagt, ja, da kann man gut dran arbeiten. Auch Themen wie kontinuierliche Verbesserungen mit einzubauen und Ähnliches, um so wirklich einen holistischen Ansatz auch für das Thema Qualität letztlich zu haben. Und wie tief geht ihr da jetzt bei diesen Themen auch mit rein? Also wenn ihr sagt, okay, die Lean-Themen, wie kann ich mir das vorstellen als Leser oder Anwender? Also wir haben es im Buch so gemacht, dass es zweigeteilt ist. Auf der einen Seite beschreiben wir erstmal das Konzept im Kapitel 1 vorneweg mit diesen 5 Bestandteilen, die ich auch gerade beschrieben habe. Gehen kurz darauf ein, was sind die Hintergedanken, was sind auch ein paar so Methodiken, die drinstecken und geben dann im Kapitel 2 so einen, so einen kleinen Deep Dive, haben uns da das Thema Performance Engineering rausgesucht, weil das auch so ein Thema ist, dieses ganze Nicht-Funktionale, was oftmals unterschätzt wird im Agilen auch. Manchmal die Schwierigkeit ist, wo platziere ich es denn jetzt? Macht es jetzt eher ein Entwickler? Macht es ein Tester? Brauche ich ein eigenes Team? Du kennst die Fragestellungen ja bestens. Sind da ein bisschen drauf eingegangen. Und unser, ich sag mal, heimliches Ziel an der ganzen Geschichte, was wir auch am Ende des Buches angeteasert haben, ist jetzt dann diese einzelnen Bestandteile in der Folge nochmal deutlich tiefer zu beschreiben in ein paar Folgeveröffentlichungen, die noch kommen werden. Das ist immer noch so der Traum da von so einem kleinen Buchband, der irgendwann dasteht, weil wir beim Schreiben des Buches einfach feststellen mussten, alles jetzt im Detail zu beschreiben, wäre jetzt erstmal zu viel gewesen für dieses Buch. Das haben wir nicht untergebracht. Deshalb erstmal dieses Konzept erklärt, dass das Grundverständnis da ist und vor allem auch den Lesern da Absprungpunkte mitgegeben. Also wann immer wir Methoden beschrieben haben, beispielsweise eine kontinuierliche Verbesserungsmethode, dann haben wir auf entsprechende Literatur verwiesen. Haben darauf verwiesen, dass man beispielsweise mit der A3-Methode da tiefer einsteigen kann, sodass der Leser dann auch Anknüpfungspunkte hat letztlich und sich selber dann nochmal tiefer reinlesen kann. Jetzt sagst du A3-Methode. Fragezeichen, was ist die A3-Methode? So eine Methode kontinuierlicher Verbesserungsart, sage ich mal, aus dem Lean-Management kommt, dem Ursprung. Idee dahinter ist, ich habe ein DIN A3-Blatt, auf dem ich bestimmte Boxen habe, wo ich eben beschreibe, was ist meine Beobachtung, warum ist das jetzt nicht optimal, was ist die Verbesserungsidee, wie aufwendig ist das Ganze, was bringt mir das, welche Rollen sind beteiligt und wie lange in etwa brauche ich dafür. Und das ist so ein Input dann für letztlich so einen Verbesserungsausschuss, sage ich mal im Klassischen, zu sagen, Kosten-Nutzen, Aufwand passt zusammen für uns. Ist eine Methode, oder eine Verbesserungsidee, die wir umsetzen wollen. Optimalerweise durch die Personen, die es identifiziert haben. Wenn es eine
Wenn es eine Methode ist, die in einen Zeitrahmen von klassischerweise, sagt man, 8 Wochen reinpasst. Ja. Genau. Okay, das heißt, also das sind auch in dem Buch auch wirklich auch konkrete Hilfsmittel dabei, mal das eine oder andere auch auszuprobieren. Und der nächste Schritt wäre dann wirklich in die Tiefe nochmal reinzugehen. Ne? Genau. Es ist auch so ein bisschen als Einstieg, was ich vielleicht jetzt noch nicht beschrieben habe, sind vor diese jeweiligen Bereiche des Hauses auch immer so kleine Geschichten gepackt, so ein bisschen mit Humor das Ganze beschrieben, das Thema auch, wo man in ironischer Weise, sage ich mal, auch unsere verschiedenen Praxiserfahrungen mit einfließen haben lassen, was denn so typische Situationen sind, in die man kommen kann, wenn man sich beispielsweise um das eine oder andere Verbesserungsthema oder Transformationsthema kümmert, eben um es ein bisschen aufzulockern und nicht nur ein reines Fachbuch zu haben. Ja, das ist ja auch immer wichtig, dass man, ich glaube, mit so Geschichten, da kann man sich auch gut identifizieren einfach auch und da auch selber aus seiner Praxis dann das eine oder andere wiedererkennen und dann auch dahingehend agieren. Genau. Das heißt, ich kann das Haus auch jetzt, würde ich jetzt so verstehen, dass ich mir das, wenn ich mir das anschaue mit Fundament und den Säulen und so, auch für mich als eine Art Checkliste nehmen. Ne? Wenn ich sage, ich möchte agile Qualität mehr integrieren bei mir in den Teams, mir anzuschauen, was bieten diese Säulen, was sind so Aspekte, die ich da rausnehmen kann. Absolut, ja. Also als Hilfestellung, als Checkliste und auch so ein bisschen... Und das ist dann zwischen Fundament und den Säulen drin, dieses Reifegradmodell zwischen 1 bis 5 auch so ein bisschen nehmen als, ich sag mal, Roadmap. Also um zu gucken, in welchem Bereich sind wir denn schon wie gut aufgestellt, wo ist Verbesserungspotenzial und sich damit selber auch so eine kleine Verbesserungsroadmap einfach zu machen und zu sagen, das ist unser Fahrplan für die nächsten, 6 Monate, 18 Monate, wie lange auch immer, um in den Bereichen entsprechend besser zu werden. Ja, verstehe. Ja. Okay, jetzt ist es ja so, ein Punkt, der ist mir so voll hängen geblieben, das Thema Testdaten und Testumgebung. Ja. Testdaten, hast du da so einen Tipp aus eurem Buch heraus, wie man mit Testdaten gut umgehen kann in dem ganzen agilen Testen, Quality und so? Wie groß ist denn deine Festplatte? Wie lang darf ich erzählen? Ja, wir haben Zeit. Sehr gut. Was wir beschrieben haben, ist einfach eine Feststellung aus der Praxis, dass oftmals der Fokus auf die Testautomatisierung gelegt wird. Ja. Und man dann erst in dem zweiten Schritt feststellt, ich habe gar nicht die Umgebungen, die vielleicht performant genug sind, um das durchzuführen. Und vor allem mir fehlen halt die Testdaten in der richtigen Art. Und was wir da so ein bisschen beschrieben haben, ist ein Ansatz, dass man erstmal mit einem Screening beginnt. Also auf welcher Ebene führe ich denn meine Tests durch? Also welche Arten von Testdaten brauche ich? Brauche ich da historische Daten? Müssen da Schnittstellendaten mit angebunden sein? Und ähnliche Themen. Und sich dann über das so auch so ein bisschen checklistenartig, wie du es gerade beschrieben hast, so entlanghangeln kann und schauen kann, wenn ich jetzt einen eher technischen Test mache, um eine einzelne Funktionalität zu testen, dann ist typischerweise, würde ich mal sagen, Best Practice, dass man sich einfach synthetische Testdaten anlegt, gegebenenfalls sogar im Rahmen der Testfalldurchführung, wenn das Ganze automatisiert ist. Für andere Fälle, beispielsweise wenn wir später im Testzyklus unterwegs sind, End-to-End-Tests, haben wir dann eben verschiedene Varianten beschrieben, wie man sich über einen Goldmandanten beispielsweise immer wieder Daten zurücksetzen kann. Da haben wir eine Situation drin beschrieben von einem Projekt, wo wir einfach das nächtlich wieder zurücksetzen und dann die wichtigsten Daten haben. Ja. Von der Anonymisierung von Live-Daten, von der, ich sag mal, teilsynthetischen Anlage und Anreichern dann entsprechend mit anonymisierten Daten sind beschrieben. Also da sind so 5, 6 verschiedene Wege, abhängig von dem spezifischen Anwendungsfall, in dem man unterwegs ist. Auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, würde ich sagen. Ja. Also ein Rundumschlag sozusagen und auch mit praktischen Tipps, wie man sich da dem ganzen Thema annähern kann. Ne? Genau, also das war unser Fokus, wirklich Hands-on-Sachen zu beschreiben und jetzt nicht irgendwas theoretisch Abstrahiertes, womit man dann sage ich mal, in der Praxis erstmal 3 Wochen überlegen muss, wie ich das jetzt in meinem Projektkontext überführen kann. Ja. Genau. Jetzt ist es ja so, wenn ich in die Praxis gehe und jetzt, ich lese mir das Buch durch und sehe da die Sachen und denke mir, das möchte ich alles bei mir auch machen. Und dann, wo würdest du denn sagen, womit soll man denn anfangen? Was wäre denn so das Erste, wo man, damit sollte man mal beginnen? Also wir starten tatsächlich, wenn wir das selber auch anwenden, in der Mitte des Hauses mit der Säule Ansatz typischerweise, um klar zu schauen, mit welcher Methodik bin ich unterwegs, was habe ich schon für Rollen, weil ob das jetzt ein Scrum-Vorgehen oder ein Safe-Vorgehen ist, da hängt was ganz anderes dahinter, sage ich mal, rollentechnisch, prozesstechnisch.
und schauen uns dann in einem zweiten Schritt auch die Komplexität der Software an. Also wie groß ist das? Ist es irgendeine, ich sag mal, eine kleine App oder ist es wie in meinem aktuellen Projekt ein großes SAP-System, was gefühlt mit allem verbunden ist, was es in der Firma gibt? Und gucken uns abhängig von den Punkten, die uns da auffallen, dann an, was müssen wir tun im Sinne von Rollen auf der einen Seite, um die Leute zu befähigen, das umzusetzen und anzuwenden, was wir in der dritten Säule Tools uns angucken, weil ich sag mal, ja, Test-Driven Development ist ganz schön, aber dafür brauche ich auch die entsprechenden Leute mit dem entsprechenden Wissen, Natürlich, die Tools zur Verfügung haben. Und so hangeln wir uns quasi ausgehend von der Säule Ansatz immer im Links-Rechts-Vergleich, also Rollen und Tools entlang und bauen so gemeinsam mit den Kunden die Prozesse auf und befähigen aber auch die Mitarbeiter, das Ganze dann anzuwenden. Und haben dann in dem dritten Schritt, sage ich mal, die Rückkopplung wieder in den Ansatz, dass wir sagen, wir müssen, auch da wieder spielt das Dach ein bisschen rein, die Prozesse und die Vorgehensweisen, die jetzt in so einem Standard-Framework kommen, ergänzend beschreiben, sodass wir auch da auf der einen Seite einen vernünftigen Prozess da haben, mit dem man auch neue Mitarbeiter einarbeiten kann. Auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig die Möglichkeit haben, wenn die Prozesse mal da sind, die auch kontinuierlich zu verbessern und zu hinterfragen. Und das geht einfach viel leichter, wenn ich das irgendwo mal zumindest High-Level aufskizziert habe. Ja, das auf jeden Fall. Ja, okay, also mit dem würdet ihr beginnen, mit diesem Bereich. Und ihr behandelt ja auch das Thema Tools. Das wird ja sehr häufig gleichgesetzt mit allem, was mit Automatisierung zu tun hat. Habt ihr noch andere Tool-Kategorien, die ihr euch da drinnen auch mit anschaut? Ja, also wir beginnen mit dem Thema Testautomatisierung ganz klassisch. Damit verbunden auch das Thema Testdatenmanagement. Auch da gibt es ja verschiedene Tools, sage ich mal. Und was wir angefangen haben und was seit der Veröffentlichung des Buches jetzt letztes Jahr auch extrem an Bedeutung gewonnen hat, ist natürlich das ganze Thema rund um, wie kann ich AI-Tools integrieren, wie kann ich die nutzen in das Ganze. Was wir hier auch angeteasert haben, ist das Thema Robotik ein Stück weit im Sinne von der DevOps-Orchestrierung dann natürlich auch und der weiteren Ausnutzung des Ganzen. Das sind so die 4 Tool-Kategorien, die wir da ansprechen in dem Deep Dive-Artikel oder Kapitel des Buchs letztlich, wo der Sven Löfke auch seine Expertise mit eingebracht hat, geht er nochmal tiefer drauf ein, auf die verschiedenen Last- und Performance-Test-Tools, die es gibt. Was ist auch der Unterschied, wenn ich einen Stresstest machen will, zu einem reinen Load-Test beispielsweise? Also da sind auch nochmal ein paar Tools entsprechend mit erwähnt. Ja, okay. Das ist ja auch wichtig, dass man da auch die Gesamtheit auch mit betrachtet, ja. Genau, richtig, ja. Und wie du sagst, ich finde es auch wichtig, da die Palette oder die Bandbreite wirklich groß zu machen, um auch da wieder zu gucken, was sind denn die Prozesse, was ist denn die Software, die ich habe und an welcher Stelle bette ich da was am besten ein, sodass ich am Ende möglichst eine automatisierte End-to-End-Pipeline auch habe, wo wirklich auch, sage ich mal, berechtigterweise DevOps-Pipeline draufsteht und nicht 20 manuelle Schritte dazwischen sind. Ja, genau. Ja, und das Buch endet ja quasi dann also ein bisschen mit dem Dach. Ne? Das wird dann auf diese Säulen draufgesetzt. Hast du gesagt, das sind diese Lean-Prozesse. Du hast diesen A3-Prozess ja schon kurz erwähnt. Hast du da noch ein anderes Beispiel, was ja an Prozessmethodik da auch mit erklärt oder mit als Impuls reingibt? Also ein paar Ideen, was wir noch mit drin haben, ist zum Beispiel aus der Lean Six Sigma-Welt stammt das Konzept von dem Voice of Customer, was ja wieder zu Kundenzentriertheit im agilen Vorgehen passt. Was man strukturiert einfach nimmt, um sich Kennzahlen, die Critical-to-Quality-Kennzahlen zu definieren, für den Prozess jeweils bezogen und damit auch eine Sicht reinbringt in die Softwareentwicklung, gerade wenn ich mit mehreren Teams zusammenarbeite oder gegebenenfalls auch firmenübergreifend. Ja. Wer ist denn erstmal mein Kunde im Sinne von der Softwareentwicklung, also ich sage jetzt mal der nächste Prozessschritt, ganz simpel ausgedrückt. Und was sind da kritische Faktoren? Wie kann ich das Ganze messen und wie kann ich damit den Gesamtprozess optimieren? Das ist so ein Thema, was drin steckt. Dann natürlich so klassische Themen, sage ich mal, wie eine DMAIC-Vorgehensweise auch für die Prozessverbesserung, also ein bisschen diese größere PDCA-Variante, die mit drin steckt. Genau, und ja, noch ein paar andere Modelle, ohne da jetzt abdriften zu wollen. Man kann ja das Buch auch selber lesen dann. Ne? Das ist auch die Idee dahinter. Kann ich nur empfehlen. Ja, genau. Ja, und jetzt ist es ist ja schon einige Zeit auf dem Markt. Du sagst, ihr habt schon eine Idee, wie es weitergeht. Ihr wollt in die Tiefe mehr reingehen. Was sind sonst noch Themen, wo ihr sagt, okay, das wird jetzt in nächster Zeit noch kommen, da werden wir noch
vielleicht ein Band machen oder weiter forschen in die Richtung oder schauen, was wir aus der Praxis da mitnehmen können? Ja, also wir haben es letztes Jahr auf dem German Testing Day veröffentlicht, das Buch, von daher jetzt genau ein Jahr auf dem Markt. Schön. Jubiläum sozusagen. Genau. Seitdem, wie gesagt, das Thema AI mit Sicherheit das, was am meisten passiert ist. Also da wird es auch ein White Paper geben demnächst von uns, wo wir nochmal tiefer drauf eingehen. Und zwar spezifisch, wie kann ich AI-Tools im Kontext von agiler Softwareentwicklung nutzen, um eben diese kurzen Sprints zu befähigen. Das Thema Testdaten ist noch dringender geworden, sage ich mal. Noch mehr Themen. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal nachlegen zu dem Thema und spezifischer einsteigen. Und ansonsten haben wir auch angefangen mit einem kleinen Blog rund um das Buch, um das Thema Rollen aktuell. Das wird der nächste Blogartikel sein, der rauskommt. Nochmal detaillierter zu beschreiben und vor allem diesen Transformationscharakter von einem Status quo. Und da, egal ob es jetzt die klassische Wasserfallwelt ist oder ob es jetzt so eine, ich sage jetzt mal, ad hoc agile Vorgehensweise ist, hin zu einem Zustand, wo man sagt, ja, jetzt sind wir wirklich mature unterwegs und arbeiten gut. Und da so ein bisschen so Pfade aufzuzeigen, auch so Trainings- und Mitarbeiterentwicklungspfade einfach. Also da ist noch einiges Potenzial für den nächsten Band oder für eine ganze Kollektion. Ne? Du hast ja dann quasi eine Kleinstadt, eine City of Agile Quality vielleicht. Absolut, ja. Ja, sehr schön. Erstes Jubiläum, ne? Das Buch ist jetzt 1 Jahr alt und wir haben im Vorfeld ja schon kurz drüber gesprochen und du hast uns eine Kleinigkeit mitgebracht. Genau, ich habe ein paar Bücher mitgebracht, die wir im Anschluss an die Ausstrahlung von dem Podcast verlosen werden, sodass ich habe 5 Bücher jetzt mal mitgebracht hier auf die Messe, sodass 5 Zuhörer, Zuhörerinnen entsprechend die Möglichkeit haben, da auch mal reinzuschnuppern, reinzulesen und von dem Konzept dann auch zu profitieren in ihrem alltäglichen Umfeld, sage ich mal. Ja, super, vielen lieben Dank. Den Link zur Verlosung, den packen wir gerne in die Shownotes rein und dann kann man dann nach der Ausstrahlung auch mitmachen. Ja, super, Thomas. Vielen lieben Dank für diesen Einblick in dein Buch, wie das entstanden ist, zusammen mit Nico, der heute leider nicht dabei sein kann, dass ihr das gemacht habt, dass ihr hier das Thema auch weitertragt, auf einen gesamtheitlichen Blick auch auf das ganze Thema Softwarequalität im agilen Kontext. Das finde ich total wertvoll und auch wichtig. Und ich habe es selber gelesen auch, finde ich ein tolles, super Buch. Und ja, freut mich, dass du hier warst im Podcast. Vielen Dank. Und wünsche dir jetzt nochmal viel Spaß bei der Konferenz. Und du bist der Track Chair dieses Mal auch, habe ich gehört. Genau. Und dass wir ein paar schöne Tage noch hier haben. Ich freue mich drauf. Vielen Dank nochmal. Und an der Stelle auch nochmal Danke an das ganze Team, was uns bei der Erstellung und Ausarbeitung des Buchs unterstützt hat. Namentlich zu viele, um zu nennen, aber danke nochmal an euch alle. Das ist schön, das ist immer wichtig. Ich weiß, sowas ist immer viel Arbeit. Das ist gut, wenn man einen Hintergrund hat, der unterstützt. Definitiv, ja. Super. Dann dir noch einen schönen Tag und bis bald. Danke.